Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es 3 Tipps für ruhigere Nächte bei Sturm. Okay, der erste Tipp, Freunde, ebenso simpel wie genial. Erstmals war mir das auch nicht so bewusst, bevor wir jetzt nach Schottland gefahren sind, wie simpel, aber sehr effektiv dieser Tipp ist. Parkt in Windrichtung. Wenn richtig starker Wind herrscht oder wenn ihr richtig starken Wind habt, dann nehmt einfach euer Auto und parkt in Windrichtung. Der eine oder andere von euch wird sich jetzt bestimmt fragen, wie um alles in der Welt soll ich rausfinden, in welche Windrichtung ich stehen muss oder wo der Wind überhaupt herkommt. Dafür habe ich euch 2 kleine Hilfsmittel. Hilfsmittel Nummer 1. Dafür könnt ihr jetzt einfach mal kurz euer Handy rausholen und könnt euch eine App runterladen. Ich verlinke euch die jetzt ganz hier unten mal ganz kurz, dann seht ihr das Ganze. Und zwar heißt diese App Windy. Die Windy-App kommt normalerweise aus dem Gleitschirmfliegerbereich oder aus dem Fliegerbereich. Da könnt ihr weltweit einfach checken, wo der Wind herkommt. Ihr gebt einfach ein, wo ihr seid, lasst euch orten, dann könnt ihr euch einfach angucken, von welcher Windrichtung der Wind kommt. Die Nacht, der Tag, wie auch immer. Und somit wisst ihr schon mal, wo der Wind herkommt, in welche Richtung ihr parken müsst. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wie stellt ihr euer Auto richtig hin, dass ihr quasi auch mit der Schnauze in Windrichtung steht. Wie ihr die richtige Windrichtung dann rausfindet bei eurem Auto, wenn ihr wisst, wo der Wind herkommt, dafür habe ich euch einen kleinen anderen Tipp. Die meisten Geländewagen haben irgendwo unten in ihrem Borddisplay einen kleinen eingebauten Kompass, digital. Da könnt ihr euch einfach drauf orientieren. Oder ihr nehmt euer Handy, legt das einfach oben rein und seht dann quasi über den Kompass von eurem Handy, wo ihr hinfahrt. Somit stellt ihr euch einfach in die richtige Richtung, dann wird der Wind quasi über euer Dach abgeleitet und schon habt ihr eine deutlich ruhigere Nacht. Glaubt mir und testet es einfach mal aus. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer 2. Der zweite Tipp ist noch simpler, aber dennoch genauso effektiv wie Nummer 1. Und zwar habt ihr dieses Bändel, um euer Dachzelt zuzumachen. Wenn ihr dieses Bändel einfach nur so lasst, wie es ist, dann wird euch das bei starkem Sturm ständig mit diesem harten Griff gegen das Vorzelt schlagen. Das Ganze wird irgendwann richtig laut und irgendwann mal werdet ihr davon aufwachen, weil ihr im Unterbewusstsein das immer wahrnehmt. Dafür gibt es einen richtig einfachen, simplen Trick, wie ihr das Ganze quasi umgehen könnt und somit eine viel ruhigere Nacht habt. Und zwar nehmt ihr einfach das Bändel und hängt es einfach hoch in diese 2 Stahlstangen oder in diese 2 Stangen, wo euer Vorzelt gehalten wird. Das könnt ihr einfach reinhängen, somit hängt dieser harte Griff im Freien, wird euch nicht mehr gegen euer Vorzelt schlagen und somit habt ihr schon eine viel ruhigere Nacht. Könnt ihr mir ebenfalls glauben, haben wir selber erprobt. Okay, jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3 und somit auch der letzte, aber auch der krasseste Tipp oder krasseste. Was euch richtig krass den Schlaf raubt bei Sturm, sind diese Zipper, die ihr überall dran habt, an euren Seitenfenstern, Rückfenstern, unten an den Taschen, an den Seitensachen und so weiter. Diese Dinger rauben euch komplett den Schlaf. Ich kann euch einfach mal kurz hier einblenden, wo wir in Schottland richtig viel Sturm hatten und diese Dinger klingeln euch zu Tode. Irgendwann nachts geht euch das so richtig auf den Keks und ihr werdet kein Auge dieser Welt zumachen. Normalerweise mag ich diese Zipper extrem und was ziemlich cool ist, Alucap hat da einer der besten Zipper, also diese YKK Zipper verbaut. Das ist richtig geil, also die Qualität kann man überhaupt nicht drüber meckern, das ist echt geil. Wenn ihr nicht tagtäglich oder sonst irgendwo bei Sturm rumsteht, dann sind diese Zipper auch super geil. Ihr könnt mit Handschuhen dran, ihr könnt sie normalerweise auch nachts greifen, wenn ihr irgendwie halb verpennt seid. Das ist alles super. Allerdings, wenn ihr tatsächlich im Winter viel wegfahrt oder irgendwo ans Meer fahrt, wo es häufig einfach stürmisch ist oder sonst irgendwo hin, wo es einfach viel Sturm oder viel Wind hat, dann würde ich euch raten, diesen Tipp so umzusetzen und quasi euch somit deutlich ruhigere Nächte zu garantieren. Und zwar müsst ihr einfach nur diese Zipper abzwicken und diese Soft-Zipper reinmachen. Das Ganze bringt euch extrem viel. Mit diesen Soft-Zippern habt ihr komplett eure Ruhe. Das heißt, es klingelt nichts mehr, es klackert nichts mehr, ihr habt einfach komplett eure Ruhe. Das Einzige, was ihr jetzt noch hören werdet, ist halt einfach der Wind, wie er quasi seitlich an eure Zeltplane hinballert.
Aber das könnt ihr nicht ändern. Bei jedem Hubdach, bei jedem Dachzelt dieser Welt werdet ihr Windgeräusche haben bei Sturm. Allerdings, wenn ihr diese 3 Tipps beachtet, beim Canopy Camper vor allem, dann werdet ihr schon mal sehr, sehr, sehr viel ruhiger schlafen und vor allem diesen Wind oder diese Windgeräusche werdet ihr irgendwann mal ausblenden und werdet ruhig schlafen. Diese ganzen anderen Geräusche, dieses Klackern, dieses Dagegenschlagen von diesem Griff und wenn ihr eben seitlich in Wind geparkt habt, so dieses richtige Dagegenpeitschen von Regen und vor dem einfachen Sturm, das wird euch richtig wach halten. Für den einen oder anderen von euch wird das ganze Video bestimmt super spannend gewesen sein. Vor allem, wenn der ein oder andere von euch jetzt euch gerade vorbereitet auf irgendwelche Schottland-Trips, Norwegen-Trips oder irgendwo an die Küste, wo es einfach viel Wind hat. Dann bereitet euch jetzt schon drauf vor, tauscht eure Zipper aus und glaubt mir, ihr habt wirklich ruhigere Nächte. Das ganze Video war jetzt zwar kein Ausbauvideo, aber ich wollte euch das trotzdem nicht vorenthalten, weil das war so eine Sache, was ich mir gewünscht hätte, was ich definitiv vor Schottland gewusst hätte. Aber ist ja auch gar kein Problem, Freunde. Deswegen testen wir die Sachen aus und lassen euch das dann wissen. Und ja, genau. Okay, Freunde. Somit sind wir schon wieder am Ende des Videos angelangt. War dieses Mal nicht so ein langes Video und leider auch kein Ausbauvideo. Aber ich wollte euch diese Tipps nicht vorenthalten und euch diese Tipps jetzt vor allem im Winter so schnell wie möglich mit auf den Weg geben, falls der ein oder andere von euch jetzt noch irgendwo in Urlaub fährt oder jetzt noch irgendwo weggeht, damit er gut vorbereitet irgendwo steht, wenn es Sturm hat. Und ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen haben sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann jetzt nicht vergessen auf Abonnieren zu klicken und nicht vergessen die Glocke zu aktivieren, weil dann wirst du nämlich immer sonntags benachrichtigt, wenn wir unsere Videos hochhauen. In den nächsten Videos wird es wieder Ausbauvideos geben. Es gibt so ein paar kleinere Sachen, die ich schon besorgt habe, die wir ausbauen werden und es wird auch innen drinne weitergehen, kann ich euch sagen. Und somit, Freunde, bleibt mir nichts anderes zu sagen, wie ich bin raus aus diesem Video. Vielen Dank fürs Anschauen, wir sehen uns im nächsten. Haut rein und ciao!